Zurück auf der kroatischen Seite der Adriaküste. Hier, 3 Fahrstunden von Dubrovnik entfernt, gibt es einen Ort, der den Trend umgekehrt hat. Es kommen mehr Touristen als im vergangenen Jahr. Vigan ist in Kroatien bekannt geworden, weil die Besucherzahlen um 1/10 gestiegen sind, so wie in den Jahren zuvor. Die beiden Schwestern Hanna und Adna sind aus Wien angereist. Vigan eignet sich gut für den Wassersport. Vor allem die Surfer können sich auf guten Wind verlassen. Angst vor Ansteckung ist hier die Ausnahme. Was soll schon passieren bei so viel Abstand zu anderen Touristen auf dem Wasser? Und die Infektionsrate durch Corona ist in Kroatien weit geringer als in Österreich. Also ich hatte Angst, dass wir überhaupt nicht wohin fahren. Aber ich glaube, wir wären dann trotzdem in Wien geblieben, an so einem Teich oder einem See, wo wir es auch halt genießen konnten. Aber ich habe mich recht sehr gefreut, herzufahren. Also tabu wegzufahren, so daran denken wir nicht. Also man wird sich einfach daran anpassen, wie die Situation ist. Das heißt, wenn hier in Kroatien gerade die Corona-Zahlen in die Höhe schießen würden, dann würden wir natürlich nicht herkommen. Und wir planen zum Beispiel auch, wir gehen auch gerne im Februar oder im Oktober, wenn es in Österreich kalt ist, nach Ägypten zu fliegen oder so. Vor allem beim Sport hat man da auch nicht so ein Problem mit, weil du bist am Wasser nicht komplett neben einer Person, atmest ja auch nicht ins Gesicht oder so. Der 300-Einwohner-Ort Vigan liegt auf der Halbinsel Pelješac. Große Hotelketten gibt es hier keine. 1500 Touristen sind gerade hier zum größten Teil Stammgäste. Die Atmosphäre ist familiär, weit weg von der Tourismusindustrie. Barbesitzer Dino Dalmatin ist hier aufgewachsen und kennt die meisten Besucher persönlich. Wir Einwohner sind mit den Gästen in Kontakt. In Dubrovnik kamen die großen Firmen, Unternehmer, die auch Restaurants in Zagreb oder im Ausland betreiben. Die eröffnen ein Restaurant ums andere. Es ist ein reines Geschäft. In Vigan haben wir ein gesundes Wachstum. Darum sind wir stabil. Wir haben keinen Einbruch, weil die Gäste unsere Art des Tourismus schätzen. Wir verlangen nicht 200 Kuna, also 28 € für ein Thunfischsteak, nur weil wir eine populäre Destination sind. Wir haben noch normale Preise. Wir fahren die Geschäfte wie jedes Jahr. Ich hoffe, dass es im kommenden Jahr so bleibt und wir nicht übermütig werden. 82% des letztjährigen Umsatzes hat Vigan bereits gemacht. Und das bereits Anfang August. Es läuft gut für den kleinen Ort. Ein freier Platz in der Strandbar ist in dieser Saison schwer zu finden. Das oft bemühte Wort des nachhaltigen Tourismus scheint in diesem Fall tatsächlich treffend zu sein.